Im borealen Wald von Ontario, Kanada, lebt eine Luchsfamilie ruhig inmitten des riesigen Nadelwaldes. Die Luchsmutter hat ein dickes braunes Fell mit schwarzen Mustern und scharfe, aber liebevolle Augen. Neben ihr war ein Luchsbaby, erst wenige Monate alt, äußerst aktiv und schelmisch. Luchsmütter führen ihre Jungen oft jeden Morgen durch den Wald und bringen ihnen bei, wie sie sich anschleichen, verstecken und lautlos bewegen können. Der Luchs ist von allem fasziniert, von trockenen Zweigen bis hin zu den entfernten Geräuschen der Eichhörnchen im Wald. Es rennt ständig und überall herum und folgt seiner Mutter auf Schritt und Tritt. Seine Augen leuchten und sind voller Neugier. An einem Junimorgen kamen Mutter und Sohn in einen dichten Wald voller Eichhörnchen und Kaninchen. Das Luchsjunge schlich auf Zehenspitzen über die gefallenen Blätter, lernte, den Atem anzuhalten und schoss davon. Als es ein Eichhörnchen von Ast zu Ast schwingen sah, sprang es sofort auf den umgestürzten Baumstamm, um ihm nachzujagen. Die Luchsmutter stand unter dem Baum und beobachtete das Tier, stolz und zugleich besorgt, weil ihr Kind so rücksichtslos war. Der Luchs kletterte immer höher und immer weiter vom Boden weg und folgte dem Eichhörnchen, das den morschen Baumstamm hinauflief. Der Ast unter seinen Füßen machte ein verdächtiges Knackgeräusch, aber er achtete nicht darauf. Nur noch ein paar Schritte und es hätte den Schwanz des verängstigten Eichhörnchens berührt. Doch in diesem Moment brach der Ast ab und der Luchs stürzte aus einer Höhe von fast 3 Metern. Ein lautes Krachen ertönte, woraufhin die Vögel in der Nähe über den Himmel zerstreut wurden. Die Luchsmutter sprang auf, rannte und brüllte, ohne zu verstehen, was geschah. Das Luchsbaby lag still unter dem Baum, sein Bauch war mit Wunden von trockenen Ästen bedeckt. Sein weiches Fell war blutgetränkt, seine Augen waren benommen, es atmete schwer und stöhnte leise. Die Luchsmutter leckte mit ihrer Zunge an der Wunde und versuchte, ihr Baby zu trösten, wusste jedoch nicht, wie sie es behandeln sollte. Sie lief umher und knurrte verzweifelt, als rufe sie aus der Leere um Hilfe. Das Luchsbaby sah seine Mutter an, und seine Augen flehten, als wolle es sagen, lass mich nicht zurück. Plötzlich streckte sich die Luchsmutter, drehte den Kopf und schoss zum Waldrand. Der Luchs konnte nur daliegen, zusammengekauert und vor Schmerz und Angst unregelmäßig atmen. Die Luchsmutter rannte wie der Wind, schnitt durch die Büsche und sprang über Baumstümpfe, die ihr den Weg versperrten. Sie folgte dem Weg, der zur Asphaltstraße führte, an der gelegentlich Leute vorbeikamen. Ihr Fell war staubbedeckt und von Ästen zerfetzt, aber sie hielt keine Sekunde inne. Die Sonne stand hoch am Himmel und das Sonnenlicht schien durch das Blätterdach auf den schlanken Körper. Draußen auf der Straße stand sie mitten auf der leeren Straße und richtete ihren Blick auf das Motorengeräusch. Ein Kleinlaster näherte sich, seine Räder rollten sanft über die ruhige Waldstraße. Als das Auto noch einige Dutzend Meter entfernt war, sprang sie mitten auf die Straße und schrie wild. Der Fahrer trat schnell auf die Bremse, das Auto hielt plötzlich an, die Augen des Mannes im Auto weiteten sich überrascht. »Was ist das?« murmelte er, stieg aus dem Auto und sah zu der Kreatur vor ihm auf. Vor ihm stand ein Luchsweibchen, das winselte und nicht feindselig dreinschaute. Der Mann namens Walter, ein pensionierter Tierarzt, der im Wald lebt, rettete früher viele wilde Tiere. Als er dem Luchs in die Augen blickte, verstand er sofort, dass es sich um eine dringende Angelegenheit handelte, die seine Hilfe erforderte. Walter trat langsam und ruhig vor und streckte sanft seine Hand aus, um das wilde Tier zu beruhigen. Der Luchs rieb seinen Kopf an seinem Bein, drehte sich dann um und rannte in den Wald, wobei er anhielt, um ihm zu signalisieren, ihm zu folgen. Walter öffnete den Kofferraum, holte den Erste-Hilfe-Kasten und einige grundlegende Vorräte heraus und folgte sofort den Fußspuren. Obwohl er alt war, ging er noch immer schnell und sein Blick war immer in die Richtung gerichtet, in die der Luchs gerade gelaufen war. Der Wald wurde dichter, der Wind pfiff durch die Bäume und Blätter fielen unter seine Füße und erzeugten ein stetiges Rascheln. Schließlich kam er zu einem Baum, wo das Luchsjunge in einer Blutlache nach Luft schnappend lag. Die Luchsmutter saß neben ihm und verfolgte mit ängstlichen Augen jede seiner Bewegungen.
Walter kniete nieder, berührte sanft den Luchs und öffnete den Erste-Hilfe-Kasten. Er benutzte Kochsalzlösung, um Staub und getrocknetes Blut rund um die offene Wunde wegzuwaschen. Mit einem frisch gepflückten Zweig verjagte er die summenden Fliegen. Er nahm Nadel und Faden heraus und nähte jeden Stich sorgfältig um den Riss herum. Der Luchs winselte leise und zuckte bei jedem Nadelstich mit den Beinen, leistete jedoch keinen Widerstand. Die Luchsmutter blieb sitzen, war aufmerksam und bereit, bei Bedarf zuzuschlagen. Nach dem Nähen wickelte Walter einen Verband um den Bauch des Luchses und drückte leicht, um die Blutung zu stoppen. Anschließend injizierte er Antibiotika und Schmerzmittel, um die Schmerzen des Luchses zu lindern. Nach einigen Minuten begann der Luchs, den Kopf zu heben und zu blinzeln, seine Atmung wurde regelmäßiger. Die Luchsmutter kuschelte sich an ihr Baby, rieb ihren Kopf an seiner Wange und leckte ihm unaufhörlich das Fell, um es zu trösten. Walter atmete erleichtert auf, wischte sich den Schweiß ab und trat ein paar Schritte zurück, um ihnen eine Pause zu gönnen. Er holte einen kleinen Beutel mit Fleisch aus der Tasche, riss ein paar Stücke ab und hielt sie ihnen vor die Nase. Der Luchs schnüffelte einen Moment und begann dann langsam Stück für Stück zu fressen. Auch ihre Mutter neigte den Kopf zum Essen, doch ihre Augen folgten weiterhin jeder Bewegung des Mannes. Walter lehnte sich einen Moment zurück und säuberte dann den Erste-Hilfe-Kasten und die Blutflecken rund um den Baum. »Kümmere dich darum«, sagte er leise, »ich komme wieder, wenn es nötig ist.« Dann stand er auf, drehte sich um und verließ den Wald. Mutter und Kind konnten in Frieden zusammenbleiben. Die Luchsmutter beobachtete ihn mit stiller Dankbarkeit, bis er verschwand. Walter kam nach Hause, als die Sonne hell und hoch am Himmel stand und die Luft frisch war. Er zog seinen Mantel aus und setzte sich auf die Stufen, erleichtert, dass er dem kleinen Mädchen das Leben gerettet hatte. Als er das Haus betrat, öffnete er den Schrank, um mehr Fleisch zu holen, in der Hoffnung, dass sie in ein paar Tagen zurückkommen würden. Nachts konnte er nicht schlafen, in seinem Kopf hallte noch immer das Winseln des Luchses wieder. Am nächsten Morgen machte er wie üblich Kaffee, stand am Fenster und blickte auf den Wald hinaus. Als er nichts sah, lächelte er und murmelte, vielleicht ruhen sie sich aus. Er ging in den Hof und legte das Fleisch als stille Einladung auf den alten Baumstamm. Dennoch war er nicht sicher, ob sie jemals zurückkehren würden. Er saß auf einem Holzstuhl, hielt eine Tasse Kaffee in der Hand und lauschte still dem Geräusch des Windes, der durch den Wald wehte. Und dann geschah am nächsten Morgen ein Wunder. Als das Morgensonnenlicht durch die Kiefern fiel, war von den Stufen des Holzhauses ein leises Geräusch zu hören. Walter stieg aus und war verblüfft, als er sah, dass die Luchsmutter und ihr Baby still dastanden und ihn beobachteten. Der Bauch des Luchses war noch immer in weiße Bandagen gewickelt, aber seine Augen waren hell und voller Leben. Die Luchsmutter hob ihren Kopf hoch, knurrte nicht, sondern beobachtete nur aufmerksam seine Reaktion. Walter lächelte strahlend und sagte leise, »Du bist zurück?« »Ich wusste es.« Er ging ins Haus, holte einen Teller mit frischem Fleisch heraus und stellte ihn vorsichtig vor die Tür. Der Luchs rannte herbei, leckte seine Hand und neigte dann den Kopf, um das Fleisch zu fressen. Seine Mutter stand in der Nähe, aß nicht sofort, sondern saß wie üblich einfach da und schaute zu. Walter setzte sich ins Gras und streichelte den Rücken des Luchses. Sein Herz war von unbeschreiblichen Gefühlen erfüllt. Nach dem Essen legten sich Mutter und Sohn auf die Veranda in die Sonne, als wären sie es gewohnt, hier zu leben. Walter stößt nicht ab und bindet auch nicht, diese Freundschaft gründet auf Vertrauen. Er machte ein Foto und hielt diesen heiligen Moment als unvergessliche Erinnerung fest. Als letzten Dank rieb der Luchs noch einmal seinen Kopf an seinem Bein. Die Mutter ging zurück in den Wald und führte ihr Kind fort, doch beide drehten sich immer wieder um, als wollten sie sich wieder verabreden. Walter sah ihnen nach, wie sie im Wald verschwanden, sein Herz war so leicht wie fallende Blätter. Von diesem Tag an kamen die Luchsmutter und ihre Tochter jede Woche frühmorgens zu ihm zurück. Walter hatte immer Fleisch bereit und die Tür für seine wilden Freunde offen. Der Luchs wuchs stark und gesund heran und die Wunde hinterließ nur eine kleine Narbe. Die Nachricht von dieser wundersamen Geschichte verbreitete sich in der ganzen Region und inspirierte viele Menschen.
Im stillen borealen Wald erblühte unerwartet eine Freundschaft zwischen Menschen und wilden Tieren. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.